Ich bin der Gabriel und wir sind hier heute in die Cocina Kochschule und wie wir ein wunderschönes, leckeres Brot macht, das werde ich euch jetzt gleich zeigen. Hit it! That's what I'm talking about. Wait! Okay, now, from the beginning. Hit it, boys. Heute machen wir ein leckeres, hausgemachtes Brot. Was haben wir? Wir haben Mehl, wir haben Wasser, wir haben frisches Hefe und ein bisschen Salz. Mehr braucht man nichts. Wie machen wir unser Brot? Wir haben hier 500 Gramm Mehl. Wir haben 300 Gramm warmes Wasser und ein halbes Block frisches Hefe. Man kann wunderschön auch trockenes Hefe nehmen, aber frische Hefe kostet auch ja nichts. Brösel einfach den Hefe rein zu dem Wasser und gut mischen. Gibt es einen Unterschied zwischen trocken und frisches Hefe? Eines frisch, einmal ist trocken. Da ist wirklich kein Ergebnisunterschied, aber der frische Hefe muss man zuerst lösen und ein bisschen aktiv werden lassen in den Wasser, wo als Trockenhefe kann man einfach direkt rein und sofort anfangen. Man muss das nicht lösen. Wir haben unser Hefewasser, wir haben unser Salz und wir geben das alles einfach zu den Mehl. Und ich nutze das alle zuerst, den ganzen Zutaten zu vermengen, ein bisschen zusammenbringen. Und dann, wenn alles zusammenkommt, dann gehe ich rein mit meiner Hand. Wie lange muss man kneten? Kommt immer die Frage. Das ist abhängig auf dich. Aber ich sage mal, in der Regel 8 Minuten ist ein guter Anfangspunkt. Nach du hast alles in den Schüssel zusammen in einen Teig, dann kannst du alles direkt einfach auf deine Oberfläche rauskippen. Ich nehme den Teigschneider, ich kratze all die restlichen Zutaten schon aus. Ich knete immer, wenn ich nehme meine Hand, ich drücke mal einmal drauf und dann zurückziehen. Drücken und dann zurückziehen. Drücken, zurückziehen. Drücken, zurückziehen. Aber du wirst wissen, wenn es fertig ist, weil die ganze Oberfläche wird richtig wie Seide. Es wird richtig glatt. Ich sage es mal immer in den Kochkursen. Du knetest. Wenn du denkst, du fertig bist, knetest du nochmal 5 Minuten. Brot ist ein Slow Food. Es ist etwas, das braucht Zeit, es braucht Liebe, es braucht ein bisschen Kraft. Aber mit 4 Zutaten, so ein wunderschönes Ergebnis kann man selten bekommen. So, jetzt, ich habe meinen fertigen Teig. Ich packe mal ein bisschen Öl hier direkt in die gleiche Schüssel, wir haben vorher genommen. Und dann nehme ich den Teig. Ich gebe ein bisschen Öl oben drauf. Das lasst es, dass es gut feucht bleibt. Es wird nicht austrocknen. Wir müssen nicht unbedingt dann mit Frischhaltefolie rangehen. Wir schieben es in einen warmen Platz. Für uns, das heißt, wir machen unseren Ofen an für 1 Minute, nur dass es leicht warm drin ist. Dann wir stellen das da drin für eine gute 45 Minuten bis 1 Stunde, bis es gedoppelt in Größe ist. So, jetzt abends offen. Ich schiebe das hier rein. Wir warten jetzt auf unseren Teig, dass es kann das erste Mal aufgehen. Wir haben ein ganz simples Brot heute gemacht, aber ihr könnt das wirklich verrückt machen. Ihr könnt alles Mögliche da reinpacken. Käse, Röstzwiebeln. Eine beliebte Brot für mich ist Röstzwiebelbrot. Oregano, frische Kräuter, getrocknete Tomaten, alles Mögliche kannst du da reinpacken und dann macht es dann doch mehr interessant. So, wir haben jetzt unser Brot dann jetzt für 1 Stunde aufgegangen lassen. Nur in den Ofen mit dem Licht an und das hat von den Wärme komplett gereicht. Es ist jetzt doppelt so groß, als es vorher war und jetzt müssen wir es formen und ein zweites Mal gehen lassen. Dann nehmen wir unsere kleine Teigschneider, gibt das raus, aber mit dem Öl sieht man, wie wunderschön das hat rausgekommen. So, dann jetzt, wir haben den Teig ausgekippt und dann ich nehme die obere Seite, das doch ein bisschen trocken war und ich dehne mal den Teig aus ein bisschen. Und dann ich nehme die Ecken und ich ziehe mal den rein. Was das macht, es macht, dass der Glutenstruktur, dass der Haut ein bisschen ausgedehnt wird, dass es ein bisschen enger wird
Und dann können wir einfach mit unseren Händen einfach ein bisschen drücken und drehen. Drücken und drehen. Drücken und drehen. Und dann sieht man, wie die Haut wird richtig eng hier. Man kann von diesem Punkt eigentlich den Brot weiter mal so gehen lassen. Man kann auch in eine Schüssel mit einem Tuch reinlegen. Aber wir machen es heute in eine Brotform. Die Brotform gibt uns ein garantiertes gutes Erlebnis, ein gutes Ergebnis, weil wir haben keine Angst, dass irgendwie wird der Teig slack oder weich gehen und ausbreiten wie eine Pfannkuchen. Nee, es wird dann hier drin formen. Wir haben eine wunderschöne Form, dass wir das direkt nach dem Gehen direkt wieder in den Ofen schiebst. Wir haben unsere Brotform. Ich gehe mal zuerst ran mit ein bisschen Trennspray. Trennspray ist nur Öl unter Druck. Es hilft dir, dass du kannst eine ganz minimale Schicht auf den Form bekommen, dass es nicht zu fettig wird. Man kann das auch machen mit einfach ein bisschen Butter oder ein bisschen Öl auf den Hand, wenn du sowas nicht hast, und einfach hier einreiben. Prinzipiell, wir können es so lassen, aber es macht kein 0815. Wir haben ein bisschen Haferflocken hier. Ich packe mal dann eine ordentliche Menge Haferflocken hier drin, auch auf den Seiten. Es wird ein bisschen auf den Trennfett kleben. Und dann, wenn wir den Brot da reinbacken, dann haben wir diese wunderschöne Haferflockenkruste. Wir nehmen unser geformtes Brot, wir packen es da rein, wir legen ein Tuch drauf und dann wieder in den Ofen für ungefähr 3/4 Stunde zum zweiten Mal gehen. So, wir sehen, dass wir haben ganz viel Platz hier noch. Diese Teig haben wir ein zweites Mal geformt. Wenn wir das wieder in den Wärme stellen, es wird aufgehen. Das heißt, die ganze Oberfläche hier rein wird voll mit dem Teig. Wieder abends offen, 3/4 Stunde, bis es wirklich hier überall reinfüllt, dass es deutlich größer wird. Es wird nicht doppelt so groß wie letztes Mal, aber es wird deutlich größer. Einfach wieder hier rein, mit dem Licht an und machen wir den Tür zu. Guck mal auf unser Brot. Es ist schon aufgegangen. Wir hatten Angst, dass es wird den ganzen Behälter nicht auffüllen, aber guck mal jetzt, wie es aussieht. Wunderschön. Jetzt einwandfrei. Schieben wir es direkt in den Ofen. Wie heiß? Wie lange? Hier, 210 Grad. Wir fangen an mit 30 Minuten. Das heißt, mal, das Brot kann gerne da drin 40, 45 Minuten drin bleiben. Wir wollen eine richtige, gute, dicke, knusprige Kruste aufbauen. Und nur durch die höhere Temperatur mit ein bisschen längerer Zeit werden wir das erreichen. So, wir packen auch ein bisschen Dampf in unseren Ofen. Ja, wir haben diese wunderschönen Mehleofens, das hat eine Dämpfung schon dran, aber ihr habt bestimmt nicht eine zu Hause. Ich packe mal immer ein Blech mit ein bisschen kochendes Wasser dazu. Was bringt das dann, fragst du? Das gibt uns ein bisschen Dampf in den Ofen. Den Dampf lässt den Brot noch weiter aufgehen. Unser Brot in den Ofen, Tür zu. Wir lassen den Tür zu. Nicht pieken, nicht aufmachen, gar nichts. Lass es da bleiben, mindestens 35 Minuten. In 35 Minuten schauen wir auf unser Brot. Und jetzt, unser Brot ist fertig. Oh, schau mal auf diese wunderschöne Krusten. Hört schon leer aus, oder? Das ist ein Zeichen, dass es fertig ist. Guck mal, wie es aussieht. Es sieht schon schön aus. Wir haben unsere Haferflockenkruste. Wenn du draufklopfst, dann du hörst, es hört schon mal hohl aus. Das heißt, es ist fertig in der Mitte. Lass uns das eine gute halbe Stunde bis zu einer Stunde einfach kühlen lassen. Wenn du es auf eine Gitter packst, das kriegt Luft überall. Dann hast du trotzdem eine knusprige Kruste überall. Wenn du es auf dem Brett kühlen lässt, wird die Unterseite matschig. Es wird feucht durch den ganzen Dampf. Wir lassen es kühlen, dass den Dampf kann wie mit einem Stück Fleisch einfach ausgleichen, dass alles wird gleichmäßig fertig. Wenn wir jetzt reinschneiden, sieht geil aus, schmeckt geil aus, aber in 20 Minuten ist der ganze Leib Brot trocken. Wir wollen kein trockenes Brot. Wir wollen ein saftiges Brotkern haben. Das ist wunderschön, den Butter, den Salz, den Geschmack zum Übertragen. So, wir lassen das dann kurz auskühlen, ja? Ganz wichtig beim Brotschneiden, nehmt euch gerne eine Sägemesser. Ein Sägemesser macht alle deine Arbeit für dich. Du musst nicht drücken. Wenn du drückst, du hast ein flaches Brot. So, lass mal einfach das Gewicht von dem Messer
selber die ganze Arbeit für dich machen. Du musst nur hin und zurückziehen. Und dann bist du bereit. Oh, schau mal, wir haben einen wunderschönen Krumm. Alles durchgegart, alles fluffig. Das ist sowas von ein geiles Nummer. Lass uns das jetzt probieren. Wir nehmen unser Brot. Ein bisschen Brot gehört. Nicht nur ein bisschen, aber gut viel Butter. Ein bisschen Salz geht immer. Einfach eine Dreh. Oh, das riecht so gut. Fluffig. Gute, knusprige Kruste. In der Mitte ist es dann schon ein bisschen weich. Der Butter bringt den anderen Geschmäcker aus dem Brot raus. Man kann gut den Salz schmecken, kann schon den Hefe schmecken. Das könnte ich den ganzen Tag essen.